Solche Auflieger kennen wir doch alle von der Autobahn, aber was hat das mit Innovation, Kooperation und Digitalisierung zu tun? Die Logistikbranche, die hat so ihre Herausforderungen. Die muss flexibel sein. Ja, an allen Ecken und Enden fehlen Leute und das Thema Nachhaltigkeit ist auch ein großes. Heute bin ich bei einem Unternehmen, die sagen, das gelingt und zwar anders mit Zusammenarbeit. How it works? Schauen wir uns an. Und wie Innovation und Kooperation funktionieren, das erklärt mir jetzt Matthias. Du bist der Kopf hinter Fleetloop. Wie kommt man dazu, die Logistik zu digitalisieren? In der Logistik wird unheimlich schnell Laderaum benötigt, also weil alles just in time funktionieren muss. Das Problem ist nur, wie ich an so einen Trailer komme, wie diesen hier, das ist mega analog. Also das heißt, ich muss telefonieren, ich muss E-Mails schreiben, ich muss Verträge unterzeichnen und das passt so gar nicht zu dem eigentlichen Geschäft. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht, das so smart zu machen, wie ein Hotelzimmer online zu buchen. Jetzt sieht man, wie er die Sattelplatte hochpumpt, damit der Kingpin, der Königszapfen, auch direkt reinpasst. Ja? Genau, das muss alles schön langsam erfolgen, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass die Ankopplung richtig funktioniert, weil Jürgen, wie oft darf es denn wohl passieren, von 100 Mal aufsatteln, dass er nicht richtig aufgesattelt ist? 0. Genau, 0. Richtig. Matthias, wie funktioniert das jetzt genau mit Fleetloop? Also bei uns ist es so, der gesamte Buchungsprozess, also quasi das Anmieten des Trailers, funktioniert komplett online. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Jeder Trailer von uns hat eine sogenannte Telematik. Und diese Telematik ermöglicht es, ist quasi wie ein IoT-Device, also wie Smart Home. Ja? Alles ist vernetzt in dem Fahrzeug, unter anderem ganz einfach auch die GPS-Koordinaten. Das heißt, wir können online genau sehen, wo ist das Fahrzeug. Und diese Möglichkeit geben wir in unser Portal weiter. Somit kann auch der Fuhrparkleiter oder Fuhrparkmanager sehen, wo das Fahrzeug ist. Da immer ganz vorne angefangen. Die Buchung des Fahrzeugs, also wirklich einen Trailer zu mieten wie ein Auto oder wie ein E-Scooter, das gab es noch nicht. Das haben wir digitalisiert. Ja? Das heißt, dazu gehört, welche Zahlungsart möchte ich eigentlich, wie lange soll das Fahrzeug gemietet sein, brauche ich gewisse Zusatzleistungen, anderen Versicherungsschutz und natürlich auch dann die Abholung, weil wir haben diesen ganzen Übergabeprozess, wo früher wirklich noch Klemmbrett, Protokoll und Kugelschreiber angesagt war, haben wir komplett in ein Online-Format überführt, damit wir auch das Feedback natürlich, die Eingaben, die Bestätigung auch online wieder zurückbekommen. Jetzt will ich aber auch mal rein. Auf geht's! Ja, ob ich da hochkomme? So. Ist ja wie Bergsteigen hier. Wie viele Kunden habt ihr denn jetzt schon? Also wir sind mit unserem Mieterportal letztes Jahr im Oktober gestartet und haben jetzt aktuell so ca. 250 registrierte Transportunternehmer bei uns auf der Plattform. Über ein ordentliches Netzwerk. Wir haben in unserem Fall ein kooperativeres Modell gewählt. Das heißt, wir haben uns eigentlich Player im Markt gesucht, die mit uns gemeinsam diese Plattform aufbauen. Das heißt, wir own natürlich, also wir sind natürlich für die Plattform und das Geschäft, was darauf abgewickelt wird, verantwortlich. Wir haben uns aber immer genau in den einzelnen Disziplinen, zum Beispiel Zahlungsabwicklung, Trailer-Telematik beispielsweise oder auch Versicherungsprodukte immer im Markt umgeschaut und erstmal geschaut, wer von diesen Lieferanten, Dienstleistern, Partnern ist eigentlich, passt am besten zu uns und auch vom Mindset zu uns und haben dann im Grunde immer gemeinsam so die letzten 20% also in diesem Projekt entwickelt, aber ein Großteil der Sachen war schon immer da und nur deswegen konnten wir es auch so schnell auf die Straße bringen. Mit wem kooperiert ihr dann? Bei der Zahlungsabwicklung haben wir ein Konsortium gefunden zusammen mit der Kreditreform und der Deutschen Bank, wo das ganze Thema läuft, Risikoprüfung, also darf derjenige überhaupt buchen bei uns auf der Plattform, aber auch das ganze Thema Zahlungsabwicklung über Lastschrifteinzug oder über Rechnungskauf, also immer noch die beiden wichtigsten Zahlungsarten im Geschäftskundenbereich, bis hin natürlich auch nachher zum ganzen Thema Forderungsmanagement. Wer hat den digitalen Prozess denn gebaut? Das Frontend, also das heißt das Benutzererlebnis, wie der Fuhrparkmanager oder der Disponent das Ganze wahrnimmt, das kommt von uns. Und wir haben im Grunde das dann mit den Prozessen, mit der Prozesswelt der Deutschen Bank und der Kreditreform zusammengestöpselt. Das heißt, vorne ist es Fleetloop und hintenrum nutzen wir dann bestehende Lösungen von der Kreditreform und von der Deutschen Bank. Genau, ist ja immer bei uns auch super wichtig, dass die Trailer nicht nur von außen, sondern auch von innen sauber sind. Ja. Weil ist ja wie bei einer Ferienwohnung, da fände man es ja auch nicht so gut, wenn die auf einmal dreckig wäre und man die Tür aufmacht. Und das Gleiche war natürlich auch unsere Mieter von uns.
Wenn wir jetzt mal schnell einen Trailer brauchen, um den nächsten Dreh der Expedition Finance oder Results eine Aufnahme zu machen, kann ich mich bei dir melden? Auf jeden Fall. Du musst mich nicht mal mehr anrufen, sondern du kannst einfach online direkt buchen. Das ist ja digitalisiert, ich bin dann onboard. Genau, aber wir können trotzdem gerne miteinander sprechen, Jürgen. Plattformmodelle stehen ja schon ein bisschen in der Kritik. Ja, da würde ich dir grundsätzlich recht geben. Natürlich, Plattformen haben immer das Image, dass sie verdrängen, dass sie sich Marktanteile zu unfairen Bedingungen erkaufen. Plattform heißt im Kontext Fleetwood was anderes. Wir haben einen Weg gewählt, wie wir es im Grunde schaffen, den Mittelstand im Nutzfahrzeugbereich, also das heißt andere Vermieter, die heute regional unterwegs sind oder Fahrzeughändler, die einen sehr lokalen, guten Kundenstamm haben. Den beantworten wir mit Fleetwood eigentlich die Frage, wie geht es denn in 5 bis 10 Jahren weiter mit dem Geschäft? Weil wir wollen ein digitales Erlebnis schaffen, so wie wir heute privat eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer buchen. Wenn ich mal einen Auflieger brauche, weiß ich ja, an wen ich mich wende. Digital. Ja, digital. Und nicht anrufen. Doch, darfst du auch, wenn du möchtest. Ich schreibe dir dann über LinkedIn, wie es geklappt hat. Danke.